Hallo und willkommen zum neuen Video. Heute möchte ich euch ein neues Format vorstellen, das ich künftig hin und wieder gerne zeigen werde. Bis dahin habe ich ausschließlich mit Bildserien gearbeitet und diese unter einem Thema präsentiert. Dabei waren die einzelnen Fotos nur kurz zu sehen, zwischen 5 und 10 Sekunden etwa. Das war für die komplexeren oder die vielleicht besseren Bilder zu wenig Zeit, um diese auf sich wirken zu lassen, was ich auch schon mal in ein paar Kommentaren als Info von euch bekommen habe. Nun will ich euch das Entstehen jeweils einer Fotografie zeigen. Und zwar ab dem Moment, als ich mein Motiv gesehen habe, über die Fotografie, Bildbearbeitung bis hin zum Ausdruck des Bildes. Ich finde, der Ausdruck und die Präsentation des Fotos gehören als letzter Schritt des kreativen Prozesses auf jeden Fall dazu. Bei der Bildbearbeitung möchte ich nicht alles zeigen und erklären, denn das würde sonst viel zu lange dauern. Aber ihr erfahrt, welche Kriterien bei mir bei der Bildbearbeitung eine Rolle spielen und auch welche Tools ich benutze. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, was ihr von diesem Format haltet, ob etwas zu kurz oder zu lange kommt. Ich danke euch jetzt schon mal für euer Interesse. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Eines Sonntags auf dem Weg zu einer Ausstellung habe ich mich um eine Straße verfahren und diesen Baum gesehen. Das war für mich ganz klar, das ist ein Fotomotiv und wie ihr seht, das Wetter war nicht besonders toll, ziemlich bewölkt und wenig Kontraste. So sieht das JPEG aus der Kamera. Ich habe aber mit der Fujifilm X-H2 fotografiert und die kann in RAW-Format in HDR-Modus fotografieren. Hier seht ihr, die RAW-Datei hat fast 250 Megabyte und da ist jede Menge Informationen, um da einiges rauszuholen aus dem Foto. Ja, zuerst helle ich die dunklen Bereiche auf und bestimme nochmal mein Bildausschnitt. Ich fotografiere sehr gerne in 4:5 Format. Hier helle ich nochmal die dunklen Bereiche auf, was noch geht. Das hat zur Folge, dass eben in den dunklen Bereichen relativ viel Rauschen entsteht, auch wenn das Foto nur mit 400 ISO gemacht wurde. Und dann entrausche ich zuerst mal das Foto, auch wenn ich später das Rauschen oder das Filmgrain dazu füge. Jetzt öffne ich das Foto im Photoshop und als erstes entferne ich die noch störenden Teile hier im unteren Bereich des Bildes. Das sind noch Äste oder noch kleine Bäume im Hintergrund. Dann konvertiere ich das Bild in Schwarz-Weiß. Dabei habe ich natürlich die Möglichkeit, jede Farbe oder die einzelnen Farben in der Helligkeit zu verändern. Das ist ganz wichtig, dass ich da noch, was möglich ist, in Kontrast verändern kann. Ja, das seht ihr auch zum Beispiel im Gelb, kann ich noch die Helligkeit noch höher machen. Im Blau kann ich ein bisschen dunkler machen. Als nächstes dupliziere ich die Ebene und in Mischmodus weiches Licht verbinde ich die zwei Ebenen wieder zusammen. Das gibt mir noch mehr Kontrast. Nun wechsle ich zu Nik Collection Software und mit Silver Efex Pro bearbeite ich das Foto weiter. Hier gibt es verschiedene Presets, auf die ich zugreifen kann und die sind sehr gut, um zuerst mal einen Eindruck von dem Bild zu bekommen und das als Ausgangsbasis zu verwenden und natürlich die weiteren Parameter zu verstellen. Für mich ist wichtig bei diesem Bild so viel Kontrast in dem Baum, aber auch in den Wolken zu bekommen. Es ist schon erstaunlich, was man aus diesem Foto rausholen kann, im Gegenüber dem, was man auf JPEG bekommen hat.
Bei der starken Bearbeitung gibt es dann klare Linien zwischen den Farben und Kontrasten und diese Linien möchte ich dann auch nicht sehen auf dem fertigen Foto und mit Stempel oder Nachbelichtung entferne ich sie. Am Schluss kommt die Vignette dazu und hier übertreibe ich auch gerne, weil auf dem Bildschirm sieht das schon sehr massiv aus, aber auf dem Ausdruck eigentlich nicht mehr. So sieht mein fertiges Foto aus, für das ich etwa eine Stunde Bildbearbeitung benötigt habe. Für den Ausdruck nehme ich das Hahnemühle Fine Art Barretta Papier. Ich mag, wenn man die Struktur des Papiers in Zusammenspiel mit dem Motiv erkennt. Das gibt dem Foto eine besondere Wirkung. Beim Einrahmen benutze ich 3 mm starkes Passepartout. Mein Motiv ist 10 auf 12,5 cm groß und so sieht es aus in einem 21 auf 21 cm Bildrahmen. So, das war jetzt eine ausführliche Beschreibung von einem gesehenen Motiv zum fertigen Foto. Bei dem nächsten Video reicht es vielleicht, wenn ich gar nicht so viel dazu spreche, was ich bei der Bildbearbeitung mache, sondern das nur in einem Schnelldurchlauf zeige. Schreibt mir das bitte in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.